Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Nicht, dass ihr euch wundert, ich weiß noch nicht, wann dieses Pfeifenvideo hier hochgeladen werden wird, aber heute, wo ich das Video zumindest drehe, ist Mitte Dezember 2023. Deswegen sitze ich auch nicht draußen und rauche Pfeife, sondern ich sitze drin und präsentiere Pfeife. Ich habe den heutigen Tag mal ausgenutzt, das Wetter ist draußen mittelprächtig, die Sonne scheint hier immer wieder rein und da dachte ich mir, komm, stellst mal schnell ein paar Videos zurecht und insgesamt werden es heute 4 Videos. Ich habe schon 3 Pfeifen vorgestellt. Ich weiß noch nicht, wann ich sie wie gesagt hochladen werde, das wird so in den nächsten Monaten geschehen. Ich gehe davon aus, über das Jahr 2024 verteilt, vielleicht landet auch was im Jahr 2025, ich weiß es noch nicht. Ich muss halt immer mal gucken, wenn ich Pfeifenvideos vorbereitet habe. Manchmal kommen kurzfristige Themen, die schiebe ich dazwischen. Dann kommt vielleicht auch wieder eine Pfeife, dann irgendwann noch danach, die ich aber vorher präsentieren möchte. Deswegen, da ist noch viel Feld offen, da habe ich noch viele Möglichkeiten. Ihr werdet es ja sehen, wann es hochgeladen wird. Heute möchte ich euch eine klassische Pfeife vorstellen, und zwar klassische dänische Pfeife von einer der namhaftesten dänischen Pfeifenmanufakturen. Und zwar geht es konkret um dieses beliebte Shape hier. Ganz wichtig, hier ist sie nochmal. Es ist aus dem Hause Stanwell, deren Second Dansk Club, und zwar das beliebte Shape Nummer 15. Dieses Shape ist nicht nur bei Pfeifenrauern allgemein sehr beliebt und gehört zu den beliebtesten überhaupt, sondern dieses Shape liebe vor allem ich. Damals, als ich mit dem Pfeifenrauchen angefangen hatte, da hatte ich noch nicht so das dicke Geld, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt Stanwell-Pfeifen und gehe gezielt auf die Jagd nach speziellen Shapes und kaufe sie mir. Ganz ehrlich, mir waren neue Pfeifen so in den ersten Jahren zu teuer. Und als dann so die Zeit kam, wo das Geld nicht mehr so die große Rolle gespielt hatte, da gab es eben Stanwell nicht mehr in Dänemark, sondern der Stanwell ist ja umgezogen nach Bella Italia. Jetzt bin ich so ein bisschen eigen. Wenn ich eine dänische Pfeife rauchen möchte und kaufen möchte, dann möchte ich bitte eine dänische Pfeife kaufen und keine italienische Pfeife, von der es heißt, das ist eine dänische Pfeife. Ist vielleicht ein bisschen eigen von mir, aber so ist es halt nur. Was ist nun das Besondere an diesem 15er Shape? Und ich sage euch gleich, ich habe 3 Pfeifen. Ich werde es euch auch nach und nach vorstellen. Das hier ist jetzt die 15er Dansk Club. Sie ist griffig, sie liegt verdammt gut in der Hand. Der Kopf, schön kräftig. Der Kopfrand, wie man ja hier sehen kann, ist so ein bisschen nach innen geneigt. Das mag ich absolut. Diese plan gefrästen Pfeifen oben, wo man so Kanten hat, ja, gibt es auch ein paar hübsche. Aber gerade diese abgerundeten, die finde ich doch ganz besonders schmuck. Wie gesagt, Pfeife, schöner, kräftiger Kopf. Ich habe Pranken, ich habe große Hände, da passen die gut rein. Und da ich kein Clenger bin, sondern die Pfeifen lieber in der Hand halte, ist es optimal. Was ist nun das Besondere hieran? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich ja schon allein ein bisschen schwer, dieses Shape eindeutig zu definieren. Auf der einen Seite ist es irgendwo ein Apple-Shape. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es gäbe jetzt rundherum hier eine Fräsung, hätte man auch sagen können, das ist eine Bulldog oder ein Rhodesian Shape. Irgendwas dazwischen. Wieso? Mundstück, Sattel, in dem Fall hier sogar aus Acryl, was ich sehr zu schätzen weiß. Der Biss, kommt hier schön gut ausgefächert.
Die Pfeife hängt gut im Mund, ist halt eine Band, aber bei der hier juckt mich das gar nicht. Da kann das ruhig eine Band sein. Ich habe es ja eher so mit Quarterbands oder auch mit geraden Pfeifen, aber die 15er, die gibt es halt eben nur als Band und ich liebe sie und das hat verschiedene Gründe. Zum einen, wenn wir sie uns von unten angucken, schön breit, schön glatt, fühlt sich wie gesagt super an. Von der Farbgebung her in allem würde ich sagen, das entspricht durchaus einer Art Silkebrun mit so einem leicht seidigen Glanz. Die Maserung ist jetzt so okay, es ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben keine Bird Eyes, wir haben keine Straight Grain, wir haben auch kein richtiges Flame Grain oder ähnliches. Aber das muss auch gar nicht sein. Es ist eine Danske Club. Danske Club oder aus Stanwell Vario, das ist ja auch so eine Untergruppe. Das sind so diese klassischen Stanwell-Pfeifen, die den Qualitätsansprüchen der Stanwell-Marke selbst nicht mehr entsprechen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann sein, bei einer glatten Pfeife, dass die Maserung nicht so 1A ist, wie ja hier. Die Maserung ist jetzt, ja, wie gesagt, jetzt nichts, was einen so vom Hocker haut, aber mir persönlich gefällt sie halt. Aber dann werden die halt von Stanwell durchaus als Danske Club rausgegeben. Oder halt auch bei den sandgestrahlten Modellen, dann sind es halt eben Pfeifen, die eben kein Stanwell sind, weil sandgestrahlt sind sie oftmals als Danske Club. Es sei denn, die haben speziell eine Reihe aufgemacht, wo auch sandgestrahlte Pfeifen sind. Auch da werde ich euch ja so im Laufe der nächsten Monate und Jahre welche vorstellen. Aber was die Raucheigenschaften angeht, ist die Pfeife 1A. Und entgegen dem glatten Boden haben wir hier oben eine schöne Kante. Und die Kante geht halt auch hier wunderbar in das glatte, runde Mundstück über. Das heißt halt, wenn man die Pfeife nimmt, man kann den Daumen hier wunderbar drauflegen, die Pfeife halten, in welcher Form auch immer und schmöken. Deswegen, sie ist sehr beliebt. Das Füllvolumen, 1,5 Liter gehen rein und sitzen straff. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem gut mittleren Füllvolumen. Rauchvergnügen sind mindestens 60-70 Minuten, das können auch mal 1,5 Stunden werden. Und dann einfach nur sitzen und gemütlich schmöken. Ich mag die Pfeife einfach. Sie liegt in der Hand, sie ist klassisch dänisch, berühmt, bekannt, geliebt. Und als Danske Club war sie sogar als Neupreis damals sehr erschwinglich. Und wenn man sie als Estate erwirbt, ich kann euch sagen, ich habe für diese Pfeife hier inklusive Versand 20 € gezahlt. Die Pfeife, wie ihr sie hier seht, ist jetzt erst vor ein paar Tagen zu mir gekommen. Die war schon gut aufbereitet. Ich habe selbst noch mal ein bisschen Hand angelegt, weil ich das bei allen meinen Estates mache. Und inklusive Versand 20 €. Hey Leute, da bin ich schwach geworden. Ich konnte nicht zu anders. Ich habe einfach geboten und gehofft, es wird was und es ist was geworden. Deswegen, jetzt ist sie mein und sie ist meine dritte dieser Art. Tja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und in gewohnter Weise Kommentarfunktion, euer Feedback. Zum einen natürlich, wie gefällt euch das Video? Zum anderen, wie gefällt euch meine Danske Club Nummer 15 aus dem Hause Stanwell? Habt ihr vielleicht selbst ein 15er Shape oder vielleicht sogar mehrere? Was haltet ihr von dem Shape? Seid ihr auch Liebhaber dieses klassischen Designs? Also ich bin es definitiv. Und wie bei mir so üblich, wenn es um Stanwell-Pfeifen geht, rauche ich hieraus vorzugsweise Aromaten oder zumindest dänische Mischungen. Engländer finden hier keinen Platz drin. Da habe ich dann doch andere Pfeifen, die besser für geeignet sind. Da bin ich ein bisschen spleenig, kommt vielleicht auch mit dem Alter. Jedenfalls, ich bin auch auf eure Rückmeldungen gespannt. Lasst uns darüber ein wenig austauschen. Und dann war es das, wie gesagt. Da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke, danke, danke. Danke auch für eure Treue. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal in Kürze mit dem nächsten Review. Pfeife, Tabak oder Pfeifenraucherzubehör. Wir werden sehen. Bleibt gesund. Happy Puffing. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.